Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, sprechen wir heute mal über Geschäftsführergehälter. Also in Deutschland, wenn jetzt so ein deutscher ständiger Geschäftsführer einer GmbH dann am Jahresende mal sieht, was er denn eigentlich für Steuern bezahlt hat, dann kommen in der Regel 45% bis 48% zustande, je nachdem, ob er mit Dividendenausschüttung bezahlt worden ist oder ob er, und vor allem auch wenn er mit mindestens 25% natürlich beteiligt ist, ansonsten wird es ja normal über die Einkommenssteuer besteuert. Mit den ganzen Pflichtversicherungsbeiträgen nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz bedeutet also bei 100.000 Euro Jahreseinkommen als Geschäftsführer, jetzt mal nur um eine Hausnummer zu nennen, bekommt er eigentlich 52.000 Euro ausbezahlt. Das sieht schrecklich auf dem Papier aus, muss man einfach mal so sagen. Und genau, ja. Sagst du aber, also Sebastian Sauerborn sagt, das geht günstiger. Man muss sich dazu nur das passende Land als Wohnsitz aussuchen, beziehungsweise als Unternehmenssitz. Erzähl doch mal. Korrekt. Um jetzt hier nochmal dein Beispiel von der GmbH aufzugreifen in Deutschland. Es ist natürlich so, dass in den meisten Ländern ein Geschäftsführergehalt am Sitzstaat der Gesellschaft zu versteuern ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Eigentümer einer GmbH bin und deren Geschäftsführer bin und dann in Dubai lebe, jetzt stellen wir mal die Sinnhaftigkeit dieser Konstellation beiseite. Die ist natürlich nicht sinnhaftiger, mal angenommen, ich hätte diese Konstellation. Das heißt, ich lebe in Dubai komplett steuerfrei, bin aber jetzt Geschäftsführer einer deutschen GmbH und bin eigentlich in Deutschland praktisch nie vor Ort. Dann muss ich trotzdem dieses Geschäftsführergehalt in Deutschland versteuern. Und das ist in vielen Ländern genauso geregelt. Ein Geschäftsführergehalt muss immer dort versteuert werden, wo sich die Gesellschaft befindet, also an der Betriebsstätte der Gesellschaft am Verwaltungssitz. Es gibt jetzt allerdings einige Länder, wo dies nicht der Fall ist. Und das sind vielleicht Länder, die man normalerweise gar nicht so im Blick hat. Ja, wenn es jetzt so um Länder geht mit günstiger Unternehmensbesteuerung. Ja, das heißt, die Unternehmensbesteuerung in den Ländern, über die wir jetzt sprechen, die mag sogar relativ hoch sein. Ja. Aber der große Vorteil bei der Gehaltsausschüttung ist ja der, dass ja eine Gehaltsausschüttung keine Dividende ist, keine Gewinnausschüttung, sondern letztlich in die Betriebsausgaben der Gesellschaft mit einfließt und sozusagen den Gewinn minimiert. Ich kann also im Land, wo sich die Gesellschaft befindet, einen Gewinn machen von, sagen wir mal, 100.000 Euro. Wenn ich jetzt diesen Gewinn mir als Gewinnausschüttung ausschütten lasse, müsste ich zunächst mal Körperschaftsteuer bezahlen. Und dann kann ich mir das Netto als Dividende ausschütten lassen. Da müsste ich dann auch noch drauf Quellensteuer bezahlen normalerweise, sodass mir dann auch in der Regel, selbst wenn ich jetzt in Dubai wohne und mir 100.000 Gewinn auszahlen lassen würde, möglicherweise auch nur 60% davon dann habe, weil eben Körperschaftsteuer und Quellensteuer dann anfallen und somit letztlich der Gewinn stark minimiert wird. Da erhalte ich jetzt aber ein Gehalt von der Gesellschaft in Höhe von, sagen wir mal, 95.000 Euro. Dann wird ja mein Jahresgewinn von 100.000 Euro reduziert auf 5.000 Euro. Ja? Und die 95.000 Euro Gehalt, die ich bekomme, ja, sind Betriebskosten der Gesellschaft, minimieren den Gewinn. Und an dem Ort, wo ich lebe, bezahle ich darauf keine Steuern. Ja, also insofern wird dann aus einem Nettogewinn von vielleicht 60.000 oder 50.000 auf einmal ein Nettogewinn von vielleicht 95.000. Ein bisschen Gewinn wollen wir natürlich in der Gesellschaft lassen, damit alle glücklich sind. Das ist also das Grundprinzip. Das klingt alles sehr interessant, Sebastian. Das hast du gesagt, es gibt einige Länder, in denen das so ist. Kannst du uns mal so ein paar Länder vorstellen, in dem sozusagen die Gesellschaft dann, meine Gesellschaft ihren Sitz haben müsste, damit ich in den Genuss des steuerfreien Geschäftsführergehalts kommen könnte? Übrigens,
Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Genau. Bevor ich dazu komme, muss ich vielleicht auch nochmal anmerken, dass natürlich die Bedingung, dass dies funktioniert, die ist, dass ich an meinem Wohnsitzstaat keine Steuern auf das Gehalt bezahle. Ja. Oder nur niedrige. Oder nur sehr, sehr niedrige. Ja, oder niedrige. Und natürlich, es muss sichergestellt sein, dass ich als Geschäftsführer keine Betriebsstätte in dem Land auslöse und damit dann möglicherweise hier wiederum körperschaftssteuerpflichtig werde. Also als Beispiel, wenn ich in Portugal lebe und dann den NHR-Status habe oder ich lebe in Spanien mit Beckham Law, dann sind zum einen in beiden Ländern ausländische Gehälter nicht steuerfrei dort. Und zweitens, wenn ich in Portugal lebe und Spanien und Geschäftsführer einer Auslandsgesellschaft bin, dann hat diese Gesellschaft eine Betriebsstätte in Portugal oder in Spanien und wird dann als lokale Gesellschaft letztlich besteuert. Ja. Dann funktioniert das Ganze auch wiederum nicht. Das Ganze funktioniert ganz gut, zum Beispiel, wenn ich in Dubai wohne, wenn ich digitaler Nomade bin, wenn ich Zypern wohne, Zypern geht zum Beispiel auch gut, wenn ich in Malta wohne, wenn ich in Irland wohne und jeweils zum Beispiel zeigen kann, dass ich an meinem Wohnsitzland vielleicht nur ein halbes Jahr pro Jahr bin, vielleicht nur 90 Tage pro Jahr, den Rest bin ich am Reisen. Und dieses Gehalt, was ich dann bekomme, wird mir bezahlt für die Zeit, wo ich nicht im Land bin. Also in Zypern ist es zum Beispiel so, wird mir ein Gehalt bezahlt für eine Tätigkeit, die zumindest 90 Tage nicht in Zypern erbracht wird, dann ist sie unter dem zypriotischen Non-Dom-Status steuerfrei. Dieses Gehalt. In anderen Ländern gelten ähnliche Regelungen. Ja? Also das heißt, bevor wir jetzt über die Länder sprechen, in denen ich eine Gesellschaft gründen kann, deren Geschäftsführergehalt möglicherweise steuerfrei ist, muss man natürlich zunächst klären, dass man selbst nicht in einem Land wohnt, wo eine Geschäftsführertätigkeit möglicherweise steuerschädlich ist oder wo ich ein Geschäftsführergehalt lokal versteuern muss. Leuchtet ein. Okay, genau. So jetzt haben wir alle lange warten lassen. Also ich fasse trotzdem noch mal zusammen. Also sagen wir mal so, es ist halt immer die Kombination des Wohnsitzes und des Firmensitzes. Ne? Also im Prinzip nur jetzt die Wahl des Firmensitzes alleine reicht nicht aus. Ich muss also kann eine Reihe von möglichen Wohnsitzen mit einer Reihe von möglichen Unternehmenssitzen miteinander kombinieren. Aber jetzt sind wir wirklich gespannt. Jetzt nenn uns doch mal bitte die Länder, in denen es generell möglich ist. Im ersten Land ist es Estland, unter der Voraussetzung, dass die estnische UÜ keine anderen Mitarbeiter hat und dass sich die Tätigkeit des Geschäftsführers stark technisch orientiert. Also eine typische Freiberuflertätigkeit, Softwareentwickler, Berater, Architekt, irgendwie sowas. Ja. Wenn dies also der Fall ist, das heißt, dass hier der Geschäftsführer eine technische, freiberufliche Freelancer-Tätigkeit ausübt für einen Kunden außerhalb von Estland und er der einzige Mitarbeiter ist, dann kann dieses Geschäftsführergehalt steuerfrei in Estland steuerfrei an den Geschäftsführer bezahlt werden. Warum ist eine estnische Gesellschaft interessant? Naja, also wir haben ja schon in einem anderen Podcast über die E-Residency gesprochen, also grundsätzlich sehr effizientes System in Estland. Man kann da relativ günstig die Gesellschaft gründen und unterhalten. Und immer dann, wenn jetzt mein Kunde zum Beispiel insistiert, dass er mit einer EU-Gesellschaft kontrahiert, zum Beispiel aufgrund von GDPR, dann kann eine estnische Gesellschaft interessant sein. Also wenn der Kunde sagt, unbedingt, du kannst nur mit einer EU-Gesellschaft für uns arbeiten, alles andere akzeptieren wir nicht, dann könnte diese estnische Gesellschaft eine interessante Lösung sein. Zweites Land ist UK. Bei der UK Limited kann ich Geschäftsführer sein und muss das Gehalt in UK nicht versteuern. Allerdings sind die Auflagen sehr streng. Es reicht unter Umständen aus, dass ich nur einen Tag pro Jahr in UK bin, zum Beispiel im Urlaub, damit diese Steuerfreiheit zunichte gemacht wird. Und dann ist das komplette Gehalt steuer- und sozialversicherungspflichtig in UK.
Ja. Aber wenn ich das ausschließen kann, ja, das heißt, wenn ich ausschließen kann, dass ich nicht in UK bin, auch nicht im Urlaub oder auch nicht geschäftlich und ich kann das entsprechend nachweisen, dann ist ein Gehalt von einer UK Limited an ihren Geschäftsführer im Ausland steuerfrei. Man muss das auch nicht separat irgendwie jetzt beantragen beim Finanzamt, eine steuerliche Freistellung, sondern das ist dort schlicht und ergreifend so gegeben. Also das war das zweite Land. Und das dritte Land, über was wir sprechen wollen, sind die USA. Jeder kennt natürlich die US LLC und weiß sowieso, dass dort sämtliche Ausschüttungen ja in den USA steuerfrei sind, wenn bestimmte Regelungen und Vorschriften eingehalten werden. Allerdings die LLC ist manchmal nicht praktikabel. Also zum Beispiel, wenn die Gesellschaft eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung einreichen muss, was zum Beispiel bei einer deutschen Umsatzsteuerregistrierung, Amazon-Lager notwendig ist, dann wird eine LLC, die von einem Ausländer geführt wird, nicht bekommen, eine Corporation allerdings schon. Eine Corporation bezahlt allerdings auch Körperschaftssteuer in den USA. Und um die jetzt zu vermeiden, kann ich eben mir, anstatt einen Gewinn auszuschütten, als Geschäftsführer ein Gehalt bezahlen lassen. Und unter der Voraussetzung, dass die Tätigkeit nicht in den USA ausgeübt wird, und hier sind die USA jetzt zum Beispiel weniger streng als der UK, was die Anwesenheit dort anbelangt, ist dieses Gehalt dann steuerfrei. Was meinst du mit UK ist streng, was die Anwesenheit betrifft? Man kann letztlich nicht einen Tag in UK sein. Nicht einen Tag? Ja. Also auch nie als Tourist dann mit dem Touristenvisum, weil Ja. Normalerweise ist ja, wenn ich ein Unternehmen in UK gründe und ich überhaupt kein Aufenthaltsrecht in UK habe, dann zählt es trotzdem, wenn ich in UK bin. Ja. Okay. Du hast jetzt erwähnt, in den USA ist zum Beispiel die LLC jetzt nicht besonders günstig. In UK, wie sieht's da aus? Kann ich mich da aus dem gesamten Portfolio der Gesellschaften bedienen und sind die gleichen Bedingungen oder muss ich da auch noch irgendwas beachten? Naja, also im UK gilt das Gleiche sicherlich für alle Kapitalgesellschaften. Das heißt, UK Limited, UK PLC, UK Limited by Guarantee würden diese Bedingungen gleichermaßen gelten. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die man beachten muss? Ja, also man muss natürlich sehen, dass es hier gewisse Einschränkungen gibt. Ja, also es ist natürlich hier, sage ich mal, schon die Grenze zur verdeckten Gewinnausschüttung relativ schnell erreicht. Ja, also ich meine, 100.000 als Gehalt auszuzahlen, gut, 200.000 auch noch gut. Allerdings, wenn es dann Beträge sind wie 500.000 oder 1 Million, die als Gehalt auszahlen zu lassen und hier den kompletten Gewinn mehr oder weniger abzuschöpfen als Gehalt, wird zu Problemen führen, ja, mit den Steuerbehörden in den entsprechenden Ländern. Daher ja auch diese sinnvolle Einschränkung, die ja hier definitiv vorgegeben ist bei Estland. Aber natürlich auch in UK und USA muss man beachten, dass hier gesunder Menschenverstand gefragt ist und sich das hier nicht mit Fantasiezahlen letztlich umsetzen lässt. Ich meine mich zu entsinnen bei der Estland-Gesellschaft, dass dort, auch wenn ich jetzt alleiniger Inhaber und Geschäftsführer einer Firma bin, ich meine auch, ich nicht nur ein Gehalt beziehen kann, sondern es muss wohl getrennt sein. Also ich muss einen Teil als Entnahme machen, der versteuert wird, und einen Teil als Geschäftsführergehalt. Ich glaube, diese Einschränkung gab es dort auch noch. Durchaus möglich, ja. Ja, spannendes Thema. Hat noch der ein oder andere Zuschauer, Zuhörer eine Frage? Was macht er? Ja, also natürlich Fragen jederzeit möglich. Gerne hier einen Kommentar posten bei diesem Video. Wir werden die normalerweise relativ zügig beantworten. Jetzt für eine ausführliche Besprechung eines konkreten Sachverhalts ist immer am besten ein Beratungsgespräch zu buchen. Also entweder über Wohnsitz Ausland oder Auslandsunternehmen oder jetzt, wenn es um USA geht, uskanzlei.com, Beratungsgespräch buchen, dann kann man das im Detail besprechen. Klasse. Dann vielen Dank für das Gespräch, Sebastian.